Hallo liebe Freunde, in diesem Video werden wir mit binären Optionen handeln, beginnend mit $50 auf unserem Kontostand. In diesem kurzen Video erkläre ich Ihnen alle Details des Handels mit binären Optionen, die Marktpsychologie und wir werden viele Kerzenkombinationen aufklären. Los geht's! Wie kann man mit binären Optionen Geld verdienen? Das ist ganz einfach, wenn man ein paar Kerzenkombinationen kennt. Die Kenntnis der Kerzenmuster macht es um ein Vielfaches einfacher, denn sie ermöglicht es Ihnen, profitable Geschäfte zu eröffnen. Schauen Sie sich dieses Video bis zum Ende an, um eine Menge nützlicher Tipps zu erfahren. Fangen wir jetzt an. Wenn wir die Plattform geöffnet haben, müssen wir die Grafik einstellen. Meistens handle ich mit einem 30 Sekunden Zeitrahmen mit einer Ablaufzeit von 3 Minuten. Man kann es hier sehen. Wenn mein Startguthaben $50 beträgt, eröffne ich das erste Geschäft mit der gesamten Einlage, was ziemlich riskant ist. Wenn Sie ein Anfänger sind, empfehle ich Ihnen, die Regeln des Geldmanagements und des Risikomanagements zu befolgen. Das Geldmanagement ist Ihre Entscheidung über den Teil Ihres Kontos, mit dem Sie handeln. Es wird empfohlen, nicht mehr als 5% Ihres Gesamtguthabens zu handeln. Bei der zweiten Regel geht es um das Risikomanagement. Sie entscheiden über die genaue Anzahl der Geschäfte, die Sie pro Tag tätigen. Sie haben zum Beispiel beschlossen, heute 6 Geschäfte zu tätigen. Es spielt keine Rolle, ob Sie gewinnen oder verlieren. Sie hören auf zu handeln, wenn Sie alle gemacht haben. Selbst wenn die Anzahl der Verluste höher ist als die der Gewinne, Sie werden nicht waghalsig und lassen es dabei bewenden. Auf diese Weise halten Sie Ihren Stresspegel niedrig und ruinieren nicht Ihren Kontostand. Dies sind also 2 Grundregeln, die Sie befolgen sollten, um stabil Gewinn zu erzielen und klug zu handeln. Ich hoffe, das ist klar. Heute werden wir mit solchen Instrumenten wie Unterstützungs- und Widerstandsstufe arbeiten. Das ist alles, was wir für eine einfache technische Analyse brauchen. Und wir werden auch diagonale Linien für die Trendbildung verwenden und man kann auch den MACD-Indikator hinzufügen. Er zeigt die Richtung der Preisbewegung an, wenn sich die Linien kreuzen. Es gibt auch Volumina. Es ist hier, wenn sie grün sind, steigt der Preis. Schauen Sie, wie das in der Grafik aussieht. Und wenn die grüne Linie die rote Linie nach unten kreuzt, erhalten wir ein Signal zum Verkauf. An diesem Punkt würden wir verkaufen und einen Gewinn erzielen. Ganz einfach. Achten Sie auch auf die roten Volumina, die die Grafik absenken. In der Mitte der Skala gibt es einen Punkt von 50 hier. Es gibt auch 70 und 20. Ganz ähnlich wie beim RSI-Indikator. Für unsere heutige Analyse werden wir auch seitliche Quellen verwenden. Ich werde zeigen, wie die Preisanalyse in ihrer Gesamtheit abläuft, wie wir Geschäfte auf unseren Kanälen öffnen, wie Handelssitzungssignale, mit denen Leute zusammen mit mir Geld verdienen können, erstellt werden. Wir werden TradingView als unsere Resource verwenden. Das ist es. Wir werden ein beliebiges Währungspaar aus der Broker-Plattform auswählen, es im Detail analysieren, Kerzenmuster finden und handeln.
Ich werde zeigen, wie man lernt, den Markt richtig zu analysieren. Jeder weiß, dass wir mit binären Optionen handeln, meistens mit kurzen Verfallszeit. 3 Minuten sind eine kurze Zeitspanne. Wir schaffen es, in einer sehr kurzen Zeit Gewinne zu erzielen. Wir machen öfters Gewinne als Verluste, sodass unsere Gewinnrate normalerweise bei 80% liegt. Und das ist unsere Statistik innerhalb eines bestimmten Zeitraums, zum Beispiel eines Monats. Also schauen Sie, bevor Sie mit dem Handeln beginnen, eröffnen Sie ein beliebiges Währungspaar auf dem Weltmarkt, zum Beispiel dieses GBP CAD. Wir gehen auf TradingView und suchen nach diesem Währungspaar. Wir schreiben GBP CAD. Und hier ist das Währungspaar. Wir öffnen es und beginnen mit unserer Analyse. Wir wechseln zu einem 5 Minuten Zeitrahmen. Ich bevorzuge diesen, weil die Informationsmenge auf diese Art von Grafik perfekt ist. Für den Anfang bestimmen wir die allgemeine Preistendenz und markieren sie mit einer Linie. Wir können sehen, dass es sinkt. Das bedeutet, dass der Trend bärisch ist. Wir legen alle wichtigen Niveaus fest und korrigieren sie. Fertig. Jetzt legen wir die horizontalen Niveaus fest. Ziemlich einfach. In dieser Art von Grafik gibt es auch Volumina. Die Volumina sind sehr hilfreich, vor allem wenn sie für kurze Zeiträume handeln. Was sehen wir auf Anhieb? Zunächst einmal haben wir festgestellt, dass der Trend nach unten geht. Schauen Sie sich die Schatten der Kerzen an. Diese grüne Kerze mit einem riesigen Aufwärtsschatten zeigt uns, dass der Druck der Verkäufer groß ist und den Preis nach unten drückt. Und die nächste rote Kerze überdeckt die gesamte vorherige grüne Kerze, der Preis sinkt also weiter. Wir kehren zur Handelsplattform zurück und sehen, dass die Bewegung weiter sinkt. Also öffnen wir an diesem Punkt ein $50-Geschäft. Das war's. Wir haben eine detaillierte Analyse durchgeführt, den Einstiegspunkt bestimmt und ein Geschäft auf der Plattform eröffnet. Warten wir das Ergebnis ab. Leute, wie Sie sehen, schließt das Geschäft mit Gewinn ab. Wir haben $33 erhalten, weil der Auszahlungsprozentsatz für dieses Währungspaar 64% beträgt. Sie haben es selbst gesehen, wie wir die Grafik analysiert haben und welches Ergebnis wir bekommen haben. Wir haben die Informationen von 5 Minuten Kerzen erhalten, die in der Regel nützlicher sind als kürzere, weil sie die Preisdynamik vollständig zeigen. Wir haben die Informationen erhalten, sie richtig interpretiert und ein Geschäft in der richtigen Richtung eröffnet. Dies ist der Schlüssel zum Erfolg im Handel mit binären Optionen. Klären wir nun die ganzen Kombinationen, die wir auf den Grafiken zwischen den Geschäften finden. Schauen Sie, wir eröffnen jedes Währungspaar mit solchen Mustern. Super, schauen Sie. Wie wird dieses Kerzenmuster genannt? Es heißt verschlungen. Warum verschlungen? Es gab einen Aufwärtstrend, nachdem der Kurs des Widerstandsstufe berührte, und dann wird die letzte grüne Kerze von der Abwärtsbewegung überdeckt.
Im Grunde genommen ist die grüne Kerze die Mutter und die rote Kerze ist das Kind. Das sind nur die Begriffe. Nach dieser Überdeckung ändert sich die Tendenz, zwei rote Kerzen hintereinander. Es gab auch eine gewisse Marktvolatilität. Achten Sie immer auf die Schatten der Kerzen, sie verraten uns viel über die Tendenzen. Es gibt eine Korrektur hier und eine kleine Aufwärtsbewegung. Vielleicht wird sich diese Aufwärtsbewegung fortsetzen und die Widerstandsstufe wieder erreichen. Die Bewegung hat sich nicht fortgesetzt. Wir gehen zurück zu unserer Resource und öffnen dieses Währungspaar. Wir geben USD CHF ein. Hier ist es. Beginnen wir mit der Analyse. Achten Sie zunächst auf das Offensichtliche, die Widerstandsstufe genau hier. Etwa hier und auch die Unterstützungsstufe. Markieren wir gleich alle Umkehrpunkte. Im Grunde bewegt sich der Kurs innerhalb des Kanals. Und warum? Dieser Kurs hat eine Seitwärtsbewegung. Er bewegt sich vom Unterstützungsniveau zum Widerstandsniveau und so weiter. Diese Kursbewegung kann als Marktzyklizität bezeichnet werden. So sieht sie aus. Wir gehen nur auf weitere Details der technischen Analyse ein, damit Sie verstehen, wie Sie klug handeln können. So, wir haben herausgefunden, dass sich der Preis von einem Niveau zum anderen bewegt. Jetzt zoomen wir die Grafik heran und sehen sie uns an. Der Preis Rollback, den wir auf der Plattform gesehen haben, erscheint hier in einer grünen Kerze. Im Grunde gab es dort mehrere Rollback-Kerzen, aber hier haben wir nur eine. Hier ist der Rollback innerhalb dieses großen Kerzenschattens. Ich habe gesagt, dass die Berührung der Widerstandsstufe möglich ist und das ist geschehen. Jetzt können wir ein Geschäft für eine Kerzenumkehr eröffnen. Hier bestimmen wir auch das Niveau und den Einstiegpunkt. Die Umkehrung befindet gerade statt. Sehen Sie sich diese Bewegung an. Wir eröffnen ein $83 Geschäft und warten auf das Ergebnis. Also Leute, Sie haben selbst gesehen, wie schön der Preis bewegt wurde und das ist das Ergebnis, das wir bekommen. $151 auf unserem Konto. Wir handeln langsam und klären Situationen für Sie zu verstehen und zu lernen, den Markt zu analysieren und machen Geschäfte richtig. Mein einziger Fehler bei diesem Geschäft war, dass ich nicht auf die Preiskorrektur gewartet habe. Diese grüne Kerze war die Korrektur. Diese grüne Kerze. Ich bin am Minimum statt am Maximum eingestiegen. Warten Sie immer auf die Korrektur. Wenn wir ein Geschäft am höchsten Punkt eröffnet hätten, wäre unser Geschäft sicherer gewesen. Trotzdem haben wir Gewinn gemacht. Unsere Analyse erwies sich als 100% richtig. Die Verfallszeit von 3 Minuten reichte aus, um das Geschäft mit Gewinn abzuschließen. 3 Minuten sind die beste Zeit für ein Geschäft, insbesondere bei binären Optionen. Was haben wir insgesamt? Wir analysieren die Grafik mit 5-Minuten-Kerzen, suchen einen Anstiegspunkt mit 30-Sekunden-Kerzen und setzen die Verfallszeit auf 3 Minuten. Während TradingView eine Kerze für alle 5 Minuten anzeigt, zeigt die Plattform mit dem 30-Sekunden-Zeitrahmen inzwischen 6 Kerzen an. Sie eröffnen also ein Geschäft und haben noch 6 bis 7 Kerzen vor sich.
Wir haben nur die Widerstandsstufe bestimmt. Das ist auf der M5-Grafik deutlicher zu sehen. Nach der Umkehrung findet diese schwache Preisbewegung innerhalb eines Kanals statt. Sehr einfach. Der Kanal. Das ist der Kanal, in dem sich der Preis bewegt. Alles ist ganz einfach, Leute. Diese Bewegungen eignen sich auch hervorragend zum Scalping. Schauen Sie sich diese Bewegung an. Wir öffnen die Zeitspanne von 10 Sekunden an diesem Punkt. Wir eröffnen ein Geschäft für 10 Sekunden nach der Berührung der Unterstützungsstufe. Der Preis steigt 10 Sekunden lang in Richtung des Widerstandsniveaus. Sie haben 10 Sekunden lang gescalpelt und einen Gewinn erzielt. Dann eröffnen wir ein Geschäft für weitere 10 Sekunden, aber zum Verkaufen. Der Kurs schließt hier tiefer und wir machen Gewinn. Danach folgt eine weitere Korrektur, die sich wieder dem Widerstandsniveau nähert, ein weiteres 10 Sekunden Geschäft, ein weiterer Gewinn. So funktioniert es. Sie sehen, der Kurs sieht auf verschiedenen Grafiken unterschiedlich aus. Auf der linearen Grafik sehen wir jede Kursschwankung. Wir können also bei jeder Kursbewegung Gewinne erzielen. Alles ist ganz einfach. Wechseln wir zurück zur Kerzengrafik mit einer 30 Sekunden Zeitrahmen und fahren wir mit der Analyse fort. Wir öffnen ein anderes Währungspaar, diesmal Euro-CAD, und sehen uns diese interessante Situation an. Wir werden versuchen, jetzt nicht so viele Informationen aus Nebenquellen zu verwenden, auch wenn sie viel nützlicher sind. Wenn Sie keinen Zugang zu solchen Informationen haben, haben Sie Ihre Handelsplattform mit Indikatoren. Der MACD-Indikator, den wir jetzt verwenden, zeigt sich kreuzenden Linien an, was ein Signal für den Verkauf ist. Die Volumina sind rot, was bedeutet, dass der Preis fällt. An diesem Punkt hat eine Umkehr stattgefunden und wir erhalten diese Bewegung. Öffnen wir diese Grafik. Euro, CAD, sehen Sie. Auf der Plattform befindet sich die Grafik in der Nähe der Unterstützungslinie, aber die Preisbewegung ist hier ganz anders. Wir gehen zurück, bestimmen wir die Preistendenz mit der Trendlinie, lokale Mindestwerte erneuern sich. Jedes Minimum ist trotz der Kursschwäche niedriger als das vorherige. Wir haben den Abwärtskanal bestimmt, in dem sich der Kurs bewegt. Hier ist die Tendenz, eine kleine Aufwärtsbewegung und ein schneller Rückgang und so weiter. Und so weiter. Was erwarten wir hier von der Zyklizität des Markts? Wir erwarten an dieser Stelle eine weitere Umkehrung und einen weiteren Kanal, in den der Preis antreten muss. Dies wird sich fortsetzen, bis der Preis vollständig fällt oder er auf eine Unterstützungsstufe trifft und umkehrt. Zoomen wir die Grafik heran und legen wir die Unterstützungsstufe fest. Was sehen Sie auf dieser Grafik? Ich sehe einige unklare Bewegungen. Verkäufer und Käufer kämpfen. Die Schatten der Kerzen verraten uns das.
Jeder Schatten zeigt den Druck von Verkäufern oder Käufern an, je nach Richtung. Aber hier ist eine Unterstützungsstufe, also ist eine Umkehr mit dieser Kerze möglich. Die Volumina auf der Plattform des Brokers nehmen zu. Das Geschäft könnte sich verlieren, da die Situation sehr unklar ist. Ich empfehle, Geschäfte mit Umkehrungen und Kerzenmustern zu eröffnen. Das gängigste und genaueste Muster für eine Kurzumkehr ist das Verschlungen. Ein solches Muster kann in der Nähe eines beliebigen Unterstützungs- oder Widerstandsstufe auftreten. Hier ist die Umkehrung bereits geschehen. Der Kurs bewegt sich nicht innerhalb dieses kleinen Kanals. Er macht diese seltsamen Bewegungen in der Nähe des Niveaus. Man kann es hier sehen. Die rote Kerze hat versucht, die grüne Kerze zu überdecken, aber die Korrektur und die Umkehrung haben stattgefunden. Eröffnen wir ein 51 $ Geschäft und riskieren wir in dieser Situation in der Erwartung eines Durchbruchs durch die Widerstandsstufe. Ich eröffne das Geschäft nach dieser kleinen Korrektur und warte auf das Ergebnis. Wenn das Geschäft mit Gewinn abschließt, haben wir die richtige Annahme getroffen, dass der Preis nach einer guten Abwärtsbewegung zu steigen beginnt. Warten wir ab und beobachten wir. Also Leute, 194 $ auf unserem Konto sind. Ich wurde sehr emotional, als ich mir dieses Geschäft ansah. Sie haben die Volatilität dieses Währungssparers gesehen. Der erste Grund für diese Volatilität ist, dass es im Live-Modus passiert. Es handelt sich nicht um ein OTC-Bar. OTC-Paare werden vom Broker auf der Grundlage von Ereignissen, die vor einiger Zeit stattgefunden haben, künstlich hergestellt. Dieses Währungspaar erscheint jedoch im aktuellen Moment, sodass wir die gesamte Psychologie der Marktteilnehmer sehen. Die Volatilität war verrückt, man sah alle Bewegungen und schnellen Preisimpulse. Trotzdem haben wir gute Arbeit geleistet. Wir haben verstanden, dass der Preis nach einer langen Abwärtstendenz auf die Unterstützungsstufe traf und eine Umkehr kurz vor diesem Widerstandsniveau begann. Eine kleine schüchterne Aufwärtsbewegung und eine kleine Kurskorrektur vom Widerstandsstufe aus. Das ist die schnelle Bewegung und hier ist die Korrektur. Man sollte verstehen, dass der Preis nicht nur in eine Richtung gehen kann, er kann nicht ständig fallen oder steigen. Irgendwann wird er auf ein solches psychologisches Niveau stoßen, wenn in dieser Situation die Käufer stark werden und den Preis wieder nach oben treiben. Wir haben also mit diesem Geschäft Geld verdient, indem wir die Umkehrung vorhersagten. Ziemlich einfach. Finden wir das letzte Kerzenmuster und arbeiten wir damit. Ich wähle das Währungspaar Euro-USD. Es ist eines meiner unbeliebtesten Währungspaare. Es ist immer sehr volatil und nervös. Es ist schwer damit zu verdienen, vor allem wenn Sie ein Anfänger sind und die Marktpsychologie nicht vollständig verstehen, aber lassen Sie uns trotzdem damit arbeiten. Wir gehen zu unserer Seitenquelle und öffnen dieses Währungspaar. Hier ist es.
Was ist hier offensichtlich? Wir markieren die Unterstützungsstufe. Hier ist die Unterstützungsstufe. Und hier ist die Widerstandsstufe. Vielleicht noch eine weitere Unterstützungsstufe etwas unten. Sehen Sie sich diese Kursbewegungen an. Der Kurs ist mehrere Male impulsiv gefallen. An dieser Stelle gab es einen Durchbruch des Unterstützungsniveaus. Ein weiterer und er berührt die Unterstützungsmarke erneut. Sehen Sie sich diese Umkehrung an. Sobald der Preis das Niveau berührt hat, erfolgt ein schneller Impuls. Und der gleiche Impuls hier. Die Verkäufer versuchten, den Preis nach unten zu drücken. Hier hatten wir eine erfolglose Abwärtsbewegung, eine Berührung des Niveaus und eine Kursumkehr. Und hier ist die Bewegung, die wir bekommen. Nach dieser grünen Kerze folgt eine rote Kerze, die den Kampf zwischen Verkäufern und Käufern darstellt. Jeder drückt den Preis in seine gewünschte Richtung. Was macht man in einer solchen Situation? Zunächst einmal muss man abwarten und darf kein Risiko eingehen. Wir schauen uns an, wie viel Zeit noch bleibt, bis sich die Kerze bildet. Im Moment sind es noch 3 Minuten. Wir gehen jetzt davon aus, dass der Kurs steigen wird, denn der allgemeine Impuls war nach oben gerichtet, aber es könnte sich nur um eine kleine Korrektur mit der roten Kerze handeln. Ich hoffe, das ist klar. Öffnen wir unsere Plattform. Hier öffne ich einen $94 Deal für steigende Kurse. Es kann sein, dass ich mit diesem Geschäft falsch liege, denn diese Situation ist ziemlich schwierig zu analysieren. Dennoch vertraue ich auf meine Intuition und Erfahrung. Ich eröffne an dieser Stelle ein Geschäft für 3 Minuten und warte auf das Ergebnis. Mal sehen, wie dieses Geschäft ausgeht. Ich sagte bereits, dass ich dieses Währungspaar nicht mag, aber man sollte in verschiedenen Situationen handeln, wenn man sich tradet. Diese Situation ist keine Ausnahme. Und sehen Sie, sobald wir das Geschäft eröffnet haben, gibt es einen kleinen Aufwärtsimpuls. Der Kerzenschatten ist bereits nach oben gerichtet, was kein gutes Zeichen ist. Zuvor gab es einen weiteren roten Kerzenimpuls mit einem aufwärts gerichteten Schatten, der eine Abwärtsbewegung einleitete. Im Moment sehe ich, dass die Verkäufer dieses Rennen bisher gewinnen, trotz großer Schatten von beiden Seiten. Der Pin-Bar war hier reversiv, der Umschwung und die Korrektur findet statt. Kurzfristig bewegt sich der Kurs aber in einem Aufwärtskanal. Also warten wir einfach auf das Ergebnis. Schauen Sie sich diese Bewegung an, Leute. Dieses Währungspaar ist das volatilste im Vergleich zu den vorherigen, aber wir werden sehen, was passiert. Dieses Geschäft geht schief, aber ich möchte das gesamte Video trotzdem zusammenfassen. Wie Sie sehen, könnte das Geschäft profitabel sein, wenn wir die Verfallszeit ändern würden. Handel ist also nicht nur Analyse, sondern auch Arbeit am Verfallszeitpunkt. Ihr Ziel ist es, Situationen vorherzusagen, die in der Zukunft eintreten könnten. Ich habe im Voraus gesagt, dass dieses Geschäft scheitern könnte, weil das Währungspaar zu ernst und schwer zu analysieren ist. Wir haben gute Arbeit geleistet, nur haben wir nicht sorgfältig mit dem Timing gearbeitet. Hätten wir 2 Minuten gesetzt, wäre das Geschäft trotz der hohen Volatilität und Gewinn abgeschlossen worden. Also, die Arbeit mit Zeit und Analyse ist der Schlüssel zum Erfolg. Vergessen Sie auch nicht das Risikomanagement und die Regeln der Geldverwaltung. Nur dann werden Sie den scheinbar unwirklichen Erfolg erzielen, den Ihnen erfahrene Händler versprechen.
Ich denke, wir werden hier enden. Ich hoffe, ich konnte Ihnen die Grundlagen der Marktanalyse erklären. Das Startguthaben ist ebenfalls sehr wichtig. Wenn Sie mit $100 beginnen, halten Sie sich strikt an die Regeln des Risiko- und Geldmanagements, um Ihren Kontostand zu erhöhen. Heute haben wir 3 Geschäfte gemacht, von denen 2 mit Gewinn abgeschlossen wurden. Das brachte uns einen Nettogewinn von $50. Das ist ein ziemlich gutes Ergebnis, da wir buchstäblich mit dem Minimum angefangen haben. Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis, also liebe Freunde, befolgen Sie die Regeln, schauen Sie sich meine Video bis zum Ende an, lernen und handeln mit mir zusammen. Alle Links zu meinen Gruppen sind in der Beschreibung. Schließen Sie sich mir an. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.